Okay. Everything possible appears, but without inherent self-substance. Where is that? We are on in the English version. We are on page 70 in the final paragraph in the third sentence. Wir sind jetzt auf der Seite 70 von der englischen Fassung im letzten Abschnitt, dritter Satz. Here he's establishing that it's without self-substance because the mind itself is empty, and therefore if something comes out of emptiness, its nature will be of the source from which it has come. Hier heißt es dann, alles was möglich ist, erscheint, aber ohne eine innewohnende Eigensubstanz. Und damit wird gesagt, dass weil der Geist selbst von leerer Natur ist alles, was aus diesem Geist entspringt, sozusagen von derselben Art wie seine Quelle. So if you know the source, you know the nature of the outcome. Wenn man die Natur der Quelle kennt, kennt man auch die Natur des Ergebnisses. This would be the Dzogchen approach to presenting this. Das wäre sozusagen der Dzogchen-Ansatz, das darzustellen. It can also be presented in terms of interdependence. Man könnte es auch im Sinne von wechselseitiger Abhängigkeit darstellen. And that nothing manifests in this world all by itself. Dass nichts in dieser Welt sozusagen aus sich selbst heraus sich manifestiert. Everything stands in relation to something else. Alles steht in irgendeiner Beziehung zu allem anderen. So you can trace the history of computers. Man könnte zum Beispiel die Geschichte der Computer zurückverfolgen. And you can see with the development of electronics and electrical engineering before that, how there is a whole sequence whereby the necessary knowledge was built up. Man kann sehen, wie aufgrund der Entwicklung der Elektronik und auch des elektrischen Ingenieurwissens vor der Zeit des Computers allmählich alle die notwendigen Bestandteile dafür zustande kamen. Without the previous situation and without the context of changes in the work environment and so on, the necessary formative conditions would probably not be present. Ohne die zuvor stattgefundenen Veränderungen und ohne die notwendigen Bedingungen der Arbeitsumgebung wären die notwendigen Umstände, um das zu formen, nicht zustande gekommen. As we can see in intellectual history, the rise of the notion of the individual is linked to both the decline of established religion and the rise of the cult of the genius. Wir das auch in der Geschichte sehen können, in der geschichtlichen Entwicklung des Intellekts sehen können, entsteht die Vorstellung oder ist die Entwicklung der Vorstellung von einem Individuum verbunden mit einerseits der Tendenz zum Niedergang des religiösen Lebens, andererseits zu dem entstehenden Kult des Geniuses. We don't come from God. Wir kommen einmal nicht von Gott. We are just ourselves. Wir sind nur wir selbst. And some people are manifestly talented beyond the normal. Und manche Leute sind auf offensichtliche Weise talentierter als das Normale. So of Beethoven we can say this is a unique talent. Beethoven könnten wir sagen, es ist ein einmaliges Talent. That his skills are something which belong to him. Dass seine Geschicklichkeit etwas ist, was zu ihm gehört. But of course in the history of music you can trace the progressions of the different styles of composition. Aber natürlich kann man auch wiederum durch die Geschichte der Musik das Fortschreiten der verschiedenen Kompositionsstile beobachten. Someone may have an incredible talent like Mozart, but that talent is manifesting in a particular environment with influences coming in. Jemand wie Mozart könnte ein unglaubliches Talent haben, aber dieses Talent kann sich nur in einem Umfeld manifestieren, in dem dann natürlich all die anderen Einflüsse auch vorhanden sind. But what the notion of the genius does, it says that this person is expressing the seed or the essence of themselves. Was aber die Vorstellung von einem Genius ausdrückt, ist, dass diese Person gewissermaßen einen Ausdruck von Samen, die in ihm selbst vorhanden sind, vollbringt. So Picasso is expressing Picasso-ness.
Das heißt, Picasso drückt Picasso halt aus. But he's also living in Paris at the time when he was contacting many other painters. Aber er lebte natürlich in Paris in einer Zeit, in der er Kontakt haben könnte mit vielen anderen Malern. Impacted by changes in the politics in Spain, politics in France, the Dreyfus affair and so on. Und war natürlich beeinflusst durch die politischen Veränderungen in Spanien, durch die politischen Veränderungen in Frankreich, die wiederum mit der Dreyfus-Affäre zu tun hatten. Building on the freedom that was established with the first modern paintings that were resisting the conservatism of the Salon. Und konnte natürlich auch zurückgreifen auf die neu entstehende Kunst des Malens, die sich den vorherrschenden Salonformen verweigerte. So we can look and see there are many examples that when we take something to be, as it were, self-existing, arising out of itself, this is not truly the case. Und so können wir viele Beispiele dafür zitieren, dass wenn wir etwas für sozusagen aus sich selbst heraus existent betrachten, etwas, was sozusagen nichts anderes bräuchte, um da zu sein, können wir genau sehen, dass das nicht wirklich der Fall ist. That all of us are caught up in the conversation of culture. Dass wir alle in dem Gespräch der Kulturen befangen sind. And this conversation never ends. Und dass dieses Gespräch niemals endet. And so conversation means speaking and listening. Und Konversation bedeutet sprechen und zuhören. And we're always hearing as we speak. Und wir hören auch immer, während wir sprechen. And a lot of what we say is reformulations of things we've heard. Und viele Dinge, die wir sagen, sind Umformulierungen von Dingen, die wir bereits gehört haben. So although when I speak, it seems that I am expressing me. Das heißt, wenn ich spreche, scheint es, als ob würde ich mich ausdrücken. All the words I use have to be understood by other people. Müssen all die Worte, die ich verwende, auch verstanden werden von anderen Leuten. That is to say, our words belong in the common vocabulary. Mit anderen Worten, der Wortschatz, den wir verwenden, muss dem allgemeinen Wortschatz angehören. So although individual sentences are unique in their patterning, Das heißt, obwohl die einzelnen Sätze sozusagen einzigartig sind in ihrer Musterbildung, and that patterning is located in a particular context, who you speak to, the time of day, and so on and so forth. und dieses Muster dann immer auch einem einzelnen Kontext zugeordnet ist, mit wem man spricht, zu welcher Tageszeit man spricht und so weiter. And the fact that there is a unique specificity to the speech act doesn't mean that it's not composed out of common features. Die Tatsache, dass es da sozusagen eine einzigartige Spezifizität dieses Sprechaktes gibt, bedeutet nicht, dass man doch auf sozusagen gemeinsame Bestandteile zurückgreift. When we speak, we simply turn the kaleidoscope of language. Wenn wir sprechen, ist nichts anderes, als ob wir das Kaleidoskop der Sprache drehen würden. In pattern after pattern after pattern evolves from the shared common pieces inside. Und Muster nach Muster nach Muster entwickelt sich aus den gemeinsam geteilten kleinen Stückchen innen drin. And so our speaking depends on other people's hearing. Also hängt unser Sprechen auch vom Hören der anderen ab. A painting depends on the cultural ambience that it arises in. Ein Gemälde hängt von dem kulturellen Ambiente ab, in dem es erscheint. Whether a painter becomes famous or not depends on whether they have an interface with the art collecting market. Ob ein Maler berühmt wird oder nicht, hängt auch davon ab, ob sie ein Interface mit dem Kunstsammelmarkt haben. The most expensive paintings in the world now tend to be bought by ex-communists. Die teuersten Gemälde der Welt werden in der Regel heutzutage von Ex-Kommunisten gekauft. Russian and Chinese oligarchs, people who have made a lot of money in the loosening up of the communist economy. Russische und chinesische Oligarchen, die eine Menge Geld damit gemacht haben, dass sich die kommunistische Wirtschaftsform aufgelockert hat. So the price of the painting depends on the movement of investments. Das
Das heißt, dass der Preis des Gemäldes natürlich auch von den Bewegungen von Investitionsmitteln abhängt. So in this way we see that all phenomena have a meaning which arises for them, or we could say is ascribed to them, within the interactive field. Und so können wir sehen, dass alle Erscheinungen eine Bedeutung haben, die für sie ersteht oder die, man könnte sagen, auch ihnen zugeschrieben wird, innerhalb dieser Wechselwirkung des interaktiven Feldes. There is nothing which is so internally defined or so sacred that it can't be spoiled. Es gibt nichts, was so sozusagen aus sich selbst heraus innerlich definiert ist oder so geheiligt ist, dass es nicht verdorben werden könnte. UNESCO can declare the sculptures in Bamiyan as a World Heritage piece, but they can be destroyed. Die UNESCO kann natürlich die Skulpturen in Bami als Weltkulturerbe erklären, aber das hindert sie nicht daran, zerstört zu werden. As we look this morning, people say, "But can't they see the value of them?" So wie wir das heute Morgen schon angeschaut haben, können wir natürlich fragen, können Sie denn nicht den Wert darin erkennen? Why should they see the value of them? Aber die Frage ist, warum sollten Sie denn irgendeinen Wert darin erkennen? The value isn't in the sculpture. Denn der Wert liegt ja nicht in der Skulptur. The value is in the mind that ascribes value. Der Wert liegt in dem Geist, der diesen Wert zuschreibt. And if you follow the Wahhabi subsect of the Sunni orientation of Islam, you're not a great fan of sculpture. Und wenn man der Wahhabi-Untersekte des sunnitischen Islams folgt, dann ist man kein großer Fan von Skulpturen. And so the value of these sculptures is the value that arises from destroying them. Der Wert für sie ist der Wert dieser Skulpturen, der Wert, der darin besteht, dass man sie zerstört. The value of these sculptures is increased by obliterating them, Der Wert dieser Skulpturen wird für sie vergrößert, indem man sie auslöscht. because they are obliterated to the greater glory of God. Denn sie werden zu großen Ruhm von Gott ausgelöscht. The meaning is not in the object. Die Bedeutung liegt also nicht im Objekt. So this is what he's saying here. Das ist genau, was er hier sagt. Mind is profound, precise and beyond all measurement. Der Geist ist profund, präzis und jenseits jeder Bemessung. Like space, you never get to the end of it. Wie beim Raum gelangt man niemals an ein Ende davon. Precise means it's always here. Präzise heißt, er ist immer hier. You don't have to look for your mind. Man muss ihn nicht suchen. Because if you're here, your mind's here. Denn wenn wir hier sind, dann ist unser Geist auch hier. It's always here. Ist immer hier. It has nowhere else to be. Er hat keinen anderen Ort zu sein. If you're happy, it's there when you're happy. If you're sad, it's there when you're sad. Wenn wir glücklich sind, dann sind wir glücklich. Und wenn wir traurig sind, sind wir dann traurig. If you're hot and tired and sleepy, your mind is there. Wenn es uns heiß ist, wenn wir müde sind und schläfrig, dann ist auch dann unser Geist hier. Every reflection that arises in the mirror is in the mirror. Where is the mirror? It's where the reflection is. Jede Spiegelung, die im Spiegel ersteht im Spiegel. Und wenn wir fragen, wo der Spiegel ist, dann können wir nur sagen, da wo die Spiegelung entsteht. So that for meditators, this is very important. Für Meditierende ist das sehr wichtig. Don't go looking for your mind somewhere else. Geh nicht aus, um nach deinem Geist woanders zu suchen. Because if you think, oh, all this is just ordinary life, but my mind is the Buddha mind, it must be somewhere special. Wenn wir denken, oh, all das ist einfach das gewöhnliche Leben, aber mein Buddha-Geist ist was Besonderes und muss irgendwo anders sein. You enact a violence. Dann inszeniert man eine Gewalttat. You're trying to tear the mind from where it is. Du versuchst dann den Geist fortzureißen von dort, wo er ist. If you feel dull, stupid and despairing, Wenn du dich dumm und stumpf und verzweifelt fühlst, this is the experience of the Buddha mind. das ist die Erfahrung des Buddha-Geistes. Well, I'm very disappointed to hear this. Das ist sehr enttäuschend, das zu hören. The Buddha mind is radiant and shining. Der Buddha-Geist ist strahlend und glänzend. Why would it have such a shitty experience as the one I'm having? Warum sollte er eine solche beschissene Erfahrung haben, wie die ich gerade habe? Something's gone wrong somewhere. Hier ist irgendwas falsch gelaufen. But it says earlier, mind itself is the maker of all samsara and nirvana.
Aber schon zuvor wurde gesagt, dass der Geist der Macher von allem, von Samsara und Nirvana ist. So if you're experiencing the darker flavors of samsara, Wenn wir also die etwas dunkleren Geschmacksrichtungen von Samsara erfahren, these flavors are themselves the site where you can find your mind. dann sind diese Geschmäcker genau selbst in sich schon der Sitz, wo wir unseren Geist finden können. You don't have to purify your mind or stop being in despair to find the mind. Wir müssen unseren Geist nicht erst reinigen oder aufhören, verzweifelt zu sein, um unseren Geist zu finden. If you look precisely, the one who is experiencing despair is the radiant open mind itself. Wenn man präzise schaut, ist derjenige, der diese Verzweiflung erfährt, die strahlend offene Manifestation des Geistes. In language, this is a little bit difficult. Sprachlich ausgedrückt ist es ein bisschen schwierig. Because if we say the one who is experiencing despair, Wenn wir sagen, derjenige, der Verzweiflung erfährt, it doesn't mean that our open awareness is going, oh, this is too terrible. das bedeutet nicht, dass unsere offene Bewusstheit dann sich vor Entsetzen schüttelt. It's experiencing despair in the way that the mirror shows the reflection of Dzogchen. Er erfährt Verzweiflung in derselben Weise, wie ein Spiegel auch ein Häufchen Hundescheiße spiegeln kann. The form of what is manifesting Die Form von dem, was sich zeigt, inside our ordinary interpretive schema ist innerhalb unseres gewöhnlichen interpretativen Schemas, is going to be designated as negative. wird als negativ designiert. But the experiencer, as the clarity which is the showing of the experience, Aber der Erfahrene, welches nichts anderes ist als die Klarheit des sich Zeigens der Erfahrung, and this is unaffected by the nature of the content. ist von der Natur des Inhalts unbeeinträchtigt. And when it says the mind is beyond all measurement, Wenn es dann heißt, der Geist ist jenseits jeder Bemessung, it means in terms of size, of duration, and of any kind of quality. dann bedeutet das, dass es gilt für jede Art von Größe, Zeitdauer oder anderen Eigenschaften. The mind is neither good nor bad. Der Geist ist weder gut noch schlecht. The founding Buddha of the lineage of Dzogchen is called Samantabhadra, the all good or always good. Der Begründer der Dzogchen-Linie, der Buddha, der diese Linie begründet hat, heißt Samantabhadra oder der immer Gute. This means everything is good. Und das bedeutet, dass alles gut ist. So as the rock song says, even the bad times are good when I get home to you, baby. So wie es in dem Rock-Lied heißt, selbst wenn die Zeiten schlecht sind, wenn ich zu dir nach Hause komme, Baby, Alles gut. ist alles gut. So when you get home to this infinite spaciousness, everything's okay. Wenn wir zu dieser unendlichen Raumhaftigkeit nach Hause kommen, ist alles gut. The problem arises from alienation. Das Problem entsteht aus der Entfremdung. It's the smallness of the ego that makes it concerned not to have too many bad experiences. Das ist die Kleinheit des Egos, dass sich die Sorge macht, nicht allzu viele schlechte Erfahrungen haben zu wollen. Then he says, it may seem to exist, but it is actually a void due to the nature of entities and signs. Dann heißt es hier, er scheint zu existieren, ist aber in Wirklichkeit leer aufgrund der Natur von Entitäten und Zeichen. This means that a sign here means like a linguistic sign, or the indicator of a particular sort of quality. Und hier in diesem Zusammenhang ist das Wort Zeichen sozusagen das linguistische Zeichen oder der Anzeiger einer bestimmten Eigenschaft. So we can say it's hot today. Wir könnten sagen, es ist heute heiß. Our bodies feel hot. We might experience some sweat forming on our forehead and so on. Unser Körper fühlt sich heiß, wir könnten Bildung von Schweiß auf unserer Stirn erfahren und so weiter. Due to reading these signs, we establish that it is hot today. Aufgrund unserer Interpretation dieser Zeichen etablieren wir, dass es heute heiß ist. But then when you look directly for the hotness of the day, what is it? Wenn wir aber dann direkt nach der Hitze des Tages suchen, was ist das?
if you work in a steel factory next to the big furnaces, this is not hot at all. Wenn wir in einer Stahlfabrik am Schmelzofen arbeiten, dann ist das heute hier gar nicht heiß. This is hot for us. Es ist heiß für uns. That's all. It's relatively hot. Das ist alles. Es ist nur relativ heiß. Because human beings don't do very well in very cold or very, very hot. Denn menschliche Wesen machen es nicht allzu gut in sehr kalten oder sehr heißen Verhältnissen. Other creatures can withstand much more heat than us. Andere Kreaturen können viel mehr Hitze ertragen als wir. And some other creatures withstand much more cold than us. Andere Kreaturen wiederum halten viel mehr Kälte aus als wir. But we say man is the measure of all things. Aber wir sagen natürlich, der Mensch ist das Maß aller Dinge. And so we can say it's hot. Und dann können wir einfach sagen, es ist heiß. Everybody would agree it's hot. Jeder wird damit einverstanden sein, dass es heiß ist. But a scorpion wouldn't necessarily say it's hot. Aber ein Skorpion wird nicht unbedingt sagen, es ist sehr heiß. Sitting in the Sahara when the weather's like this, he says, oh, it's almost winter. Wenn er in der Sahara sitzt und das Wetter ist wie heute, dann wird der Skorpion sagen, oh, es scheint Winter zu sein. This is what he means by the nature of signs. You merge with the sign. You take the sign to be a valid indicator of truth. Das ist das, was es heißt, mit Zeichen zu verschmelzen, nämlich die Bedeutung des Zeichens zu nehmen und dann sie zu interpretieren als einen gültigen Anzeige von Wahrheit. Which is then decontextualized. Und dann wird das aus seinem Kontext herausgerissen. It is a fact that it is very hot today. Und dann ist es einfach eine Tatsache, dass es heute sehr heiß ist. Brackets, but only for humans. In Klammern, aber nur für Menschen. But we don't care about anything else, so it's very hot today. Da wir uns aber um nichts anderes kümmern, ist es einfach sehr heiß heute. So in this way, in establishing the clarity of knowing that it's hot, you tell a lie to yourself. Auf diese Weise, indem wir die Klarheit der Aussage, es ist heiß, etablieren, erzählen wir uns selbst eine Lüge. On the basis that, firstly, I am normal. Auf der Grundlage dessen, dass ich erstens normal bin. If I'm hot, you'll be hot. Und wenn es mir heiß ergeht, dann ist es heiß für euch auch. And if you don't find it hot, that's because you are abnormal. Und wenn ihr das nicht heiß findet heute, dann ist es nur deswegen, weil ihr unnormal seid. This is the basis for the psychiatric process of locking people up when they're a little bit strange. Das ist die Grundlage dafür, Leute psychiatrisch einzusperren, wenn sie ein bisschen seltsam sind. How many psychiatrists are actually normal? Not clear. Wie viele Psychiater tatsächlich normal sind, ist nicht wirklich klar. In Britain, they are the occupation identified as having the highest rate of alcoholism and the highest rate of nervous breakdown. In Großbritannien sind sie die Berufsgruppe, die dafür bekannt ist, den höchsten Grad an Alkoholismus und an nervösen Zusammenbrüchen zu haben. So normal is not a particularly useful category. Also ist hier normal nicht wirklich eine sehr nützliche But Kategorie. this is what we start from. Aber das ist da, wo wir ausgehen von. If it's like this for me, that means it's like this. Wenn es für mich so ist, dann ist es so. So this is why he's saying, although everything is void, it appears to be existing on the basis of our interpretation. Daher heißt es, obwohl alles leer ist, erscheint es als existent auf der Grundlage unserer Interpretationen. So he's already said this about 5 times. Er hat das jetzt bereits schon 5-mal gesagt. And he's going to say it some more. Und er wird es noch öfters sagen. Because it's quite difficult to get the sense of. Denn es ist schwierig, so einen Sinn dafür zu bekommen. It may seem not to exist, yet it shows many illusory forms. Er scheint nicht zu existieren und doch zeigt er viele illusorische Formen. When we try to establish our mind, there's nothing substantial that fits in with our normal notion of entities. Wenn wir versuchen, unseren Geist wiederum zu etablieren, dann gibt es da nichts Substanzielles zu finden, das sich in irgendeiner Weise in unsere normale Vorstellung von Dingen, Entitäten fügt. And yet all of this stuff is appearing. Und doch erscheint das ganze Zeug. So in that sense, the normal arises from the abnormal. In diesem Sinne entsteht das Normale aus dem Abnormalen. The mind itself cannot be normatively established. Der Geist selbst kann nicht in irgendeiner Weise normativ etabliert werden.
can't make a statistical averaging out. Man kann aus ihm keine statistische Ermittlung machen. There are no rules which generate it. Es gibt keine Regeln, die zu erzeugen. And so because it doesn't fit in with the normal ways in which we establish that something exists, Und da nicht hineinpasst in die normalen Wege, wie wir begründen, dass etwas existiert, it may seem not to exist, and yet here we are with everything going on. könnte es erscheinen, als würde er nicht existieren, und doch sind wir hier mit allem, was vor sich geht. Mind's original nature is beyond thought, and it does not become an object of thought. Die ursprüngliche Natur des Geistes ist jenseits des Denkens und wird nicht zu einem Objekt des Denkens. So we're faced here with this central point, which is you can only see the emptiness of the mind if you know the emptiness of all appearances. And you can only see that all appearances are empty if you see the emptiness of the mind. Und hier sind wir an diesem zentralen Punkt, dass wir die Leerheit des Geistes nur erkennen können, wenn wir auch die Leerheit aller Erscheinungen erkennen, und umgekehrt aber auch nur die Leerheit aller Erscheinungen erkennen können, wenn wir die Leerheit des Geistes verstehen. The emptiness of all phenomena means that they are like the reflection of the moon on water. Die Leerheit aller Phänomene bedeutet, dass sie wie die Spiegelung des Mondes im Wasser sind, Like a rainbow, wie ein Regenbogen. something which appears but which you can't get a handle on. Etwas, was erscheint, was wir aber nicht ergreifen können. This is how they arise out of emptiness. Das ist die Art und Weise, wie diese Erscheinungen aus der Leerheit entstehen. It's not that something real, substantial, truly existing arises out of emptiness. Es ist nicht so, dass da irgendwas Reales, wirklich Substanzielles aus der Leerheit entsteht. All appearance is like an illusion. Jede Art von Erscheinung ist wie eine Illusion. This is how it manifests out of emptiness. Und das ist die Art und Weise, wie es sich aus der Leerheit zeigt. It appears and yet is empty. Es erscheint und ist doch leer. In Tibet this is called Nangtong. Und das wird in Tibetisch als Nangtong bezeichnet. Nangwa can mean light or appearance. Nangwa bedeutet Licht oder auch Erscheinung. What we see is actually light. Das, was wir sehen, Entschuldigung, ist in Wirklichkeit Licht. Light which we then interpret as being the pillars of the room, somebody in a red dress, somebody with long hair and so on. Ein Licht, das wir dann letztlich als die Säulen im Raum, als jemand mit roter Bekleidung oder mit langen Haaren interpretieren. We don't see long hair. Wir sehen keine langen Haare. We see shape and color. Wir sehen Form und Farbe. We then apply into the arising of the shape and color the interpretive models which we have learned, which then give us the sense that woman has long hair, that woman has short hair. Was wir tun, ist, dass wir die interpretativen Muster anwenden, die uns dann das Empfinden vermitteln, diese Frau hat kurze Haare oder lange Haare. So when it says everything is appearing from nothing, Wenn es also heißt, dass alles aus dem Nichts erscheint, it's appearing as appearance, not as substance. dann erscheint es aber als Erscheinung und nicht als Substanz. So you can see how the two things are tied. The emptiness of the mind and the emptiness of phenomena, it's the same non-dual field. Und jetzt können wir sehen, wie diese Dinge miteinander verknüpft sind. Die Leerheit des Geistes und die Leerheit der Erscheinungen sind beides das nicht-duale Feld. If the mind was real and solid, then, and we could imagine many different things, then the world would be like Disneyland. Wenn der Geist real und solide wäre und dann würden darin diese vielen verschiedenen Dinge erscheinen, dann wäre die Welt wie das Disneyland. That is to say, real, truly existing people would be having funny experiences. Das heißt, wahrhaft existente Leute würden eine Menge wahrhaft vorhandene, seltsame Erfahrungen haben. And if the world was truly existing but we were an illusion, Wenn aber die Welt wahrhaft existierte und wir wären eine Illusion, then we would be floating around like ghosts, dann würden wir umherschweben wie Geister. which would be good for the ecology.
was für die Ökologie gut wäre. It's neither of these opposites. The mind is empty, and what is experienced in the mind is like an illusion. Aber es ist keines dieser Gegensätze, sondern der Geist ist leer und was erfahren wird, ist wie eine Illusion. Okay, but you might say, okay, we go out of this room, we turn around, we go down the stairs. Aber wir könnten sagen, okay, wir gehen raus aus diesem Zimmer und dann drehen wir uns um nach rechts und gehen die Treppe runter. This is something real. If somebody stole the stairs, we fall down the hall, we break our neck. Das ist etwas Reales. Wenn jemand die Treppe stehlen würde, dann würden wir da runterfallen und uns den Hals brechen. That would not be an illusion. Und das wäre keine Illusion. So in what way are the stairs an illusion? In welcher Weise sind also die Treppe eine Illusion? Well, you can look at the stairs that are made of pieces of wood. Wir können die Treppe anschauen, sie ist aus Stücken von Holz gemacht. These pieces of wood are joined in a particular order Und diese Stücke Holz sind in einer bestimmten Weise angeordnet, so that they can perform a function, sodass sie eine bestimmte Funktion erfüllen können. a function for human beings. Eine Funktion für Menschen. The insects that fly in the window don't need the stairs. Die Insekten, die durch das Fenster fliegen, brauchen die Treppe nicht. The stairs are conventional, that is to say they're there because of the convention of building houses on several levels. Die Treppe ist konventionell im Sinne einer Konvention, wie man Häuser mit mehreren Etagen baut. Their use as stairs is dependent on stair-using people. Ihr Gebrauch als Treppe hängt von treppengebrauchenden Leuten ab. They're not particularly interesting for somebody who's paraplegic. Und sie sind nicht besonders interessant für Leute mit Lähmungen. They can't climb the stairs. Sie brauchen keine Treppen. If we have normal functioning in our legs, we take it for granted, we climb the stairs. Stairs are for climbing. Wenn wir aber normale Beinfunktionen haben, dann nehmen wir es für selbstverständlich, dass man eine Treppe steigen kann. Also die Treppe ist zum Steigen da. Now this is something you can do for yourself. Whenever you encounter something which appears to be truly existing in itself, to be in and of itself as itself, Und das können wir für uns selbst wirklich anwenden. Wann immer wir etwas begegnen, was sozusagen wahrhaft für sich selbst und aus sich selbst heraus existent erscheint, examine it to see the contextual factors which are holding it in place. dann müssen wir es untersuchen und die kontextuellen, die zusammenhangsbedingten Faktoren untersuchen und herausfinden, die das sozusagen in seiner Funktion hält. And see also what is the place of my mind in the sense that this object is truly existing. Und dann müssen wir auch herausfinden, was ist der Ort für meinen Geist in dem Sinne, dass er dieses Objekt als wahrhaft existent sieht. Factors come into existence due to causes and circumstances. Faktoren kommen ins Sein aufgrund von vielen Bedingungen und Ursachen. In this kind of area you don't see so many horses. In dieser Gegend sieht man nicht so viele Pferde. A few rich people might keep some ponies for their children, Ein paar reiche Leute können vielleicht da und dort einen Pony für ihre Kinder haben. and there might be some traditional farm operating as a tourist attraction where they still plow with a horse. Es könnte ein paar traditionelle Farmen geben, die als Touristenattraktion gehalten werden, wo das Pflügen noch mit Pferden gemacht wird. But everywhere you see tractors. Aber man sieht überall Traktoren. The birth of the tractor is the death of the horse. Die Geburt des Traktors ist der Tod des Pferdes. On the basis of tractors, horses vanish. Auf der Grundlage der Traktoren sind die Pferde verschwunden. The idea that, you know, maybe you go back 150 years, you say to a farmer, you don't need horses, they look at you. Wenn man sich vorstellt, vor 150 Jahren geht man zum Bauern und sagt, du brauchst kein Pferd, dann würden sie einen anschauen. They can't imagine. What are we going to do? Pull the plow ourselves? Sie können sich das gar nicht vorstellen. Was sollen wir tun? Etwa den Flug selber ziehen? You must have horses. Du musst Pferde haben. And now there's farmers without horses. Und jetzt gibt es fast nur noch Bauern ohne Pferde. There is no intrinsic truth in the necessity or validity of horses on a farm. Es gibt keine innewohnende Wahrheit in der Notwendigkeit oder der Notwendigkeit, Pferde in einer Farm zu besitzen. And you can go to an agricultural museum and see the history of tractors. They have changed in shape a lot over the years.
Man kann ein Landwirtschaftsmuseum aufsuchen und die Geschichte der Traktoren sehen, wie sie sich im Laufe der Jahre verändert haben. In that way, the tractorness of the tractor depends on the developments of technology. In dieser Weise hängt die Traktorhaftigkeit eines Traktors auch wiederum von der Entwicklung von Technologie. Whether the farmer has a new tractor or an old tractor depends on the relationship the farmer has with the bank manager. Und ob der Bauer über einen neuen oder einen alten Traktor verfügt, hängt von der Beziehung, die der Bauer mit dem Bankmanager pflegt. And that depends on the health of the German economy. Und die wiederum hängt von der Gesundheit der deutschen Wirtschaftskraft ab. And that depends on these kebab-eating Greek people. Und das hängt wiederum von diesen Kebab essenden Griechen. Like that, dependent co-origination. Das ist Entstehung wechselseitiger Abhängigkeit. Because if there is an anxiety, as there is now, that the euro really could have serious problems, Denn wenn es da eine Angst gibt, wie es jetzt der Fall ist, dass der Euro ein ernsthaftes Problem haben könnte, banks are very careful not to have a lot of debt. dann sind die Banken sehr hinterher, nicht allzu viele Schulden zu haben. Because the financial crisis of 2008 arose because banks were overextending credit. Denn die finanzielle Krise von 2008 entstand, weil die Banken ihren Kredit überzogen haben. And these kind of stories are everywhere. They're in front of your nose. Und diese Art von Geschichten sind überall, sie sind direkt vor unserer Nase. You have to look and see, oh, this is dependent on that, it's dependent on that. Wir aber müssen gucken und wirklich sehen, das hängt von diesem ab und dies hängt von jenem ab. And if you ever find an object which seems to be self-existing, then you have to look again. Und wenn immer wir ein Objekt finden, das aus sich selbst heraus zu bestehen scheint, dann sollten wir wieder hinschauen. And then truly you know, oh, there is not one thing in this whole universe which exists by itself. Und dann wissen wir wahrhaft, dass es nicht ein einziges Objekt in diesem Universum gibt, das aus sich selbst heraus besteht. That is to say, objects are not determined by an internal essence. Mit anderen Worten, Objekte sind nicht determiniert durch irgendeine innewohnende Essenz. They arise due to the interaction of many complex factors. Sie entstehen aufgrund der Wechselwirkung von vielen komplexen Faktoren. And when these factors change, they will change too. They will vanish. Und wenn sich diese Faktoren verändern, dann werden diese Dinge auch sich verändern und verschwinden. Then he says, mind's original nature is beyond thought, and it does not become an object of thought. Oh, we just did this. So, we cannot catch the mind by a thought. Und dann heißt es hier, die ursprüngliche Natur des Geistes ist jenseits des Denkens und wird nicht zu einem Objekt des Gedankens. Wir haben das gerade gemacht. Wir können also nicht etwas durch einen Gedanken fangen. And this is for two reasons. We've just been looking at the fact that every object you see is not an object in itself. Und das liegt an zwei Dingen. Einerseits, wie wir gerade betrachtet haben, dass wenn jedes Objekt, das wir sehen, nicht ein Objekt aus sich selbst heraus ist. When you look around the room and you see someone, Wenn man hier im Zimmer umherschaut und jemanden sieht, I can turn and say, oh, this is Robert. James kann sich umdrehen und sagen, das ist Robert. But this is Robert sitting on a chair. Aber das ist Robert, der auf dem Stuhl sitzt. Sitting on a chair which is resting on the floor. Und das ist der Stuhl wiederum ruht auf dem Boden. If the chair wasn't there and the floor wasn't there, Robert would be floating in space. Wenn der Stuhl nicht da wäre und der Boden nicht da wäre, dann würde Robert im Raum irgendwie umherschweben. So now this has not happened. Bis jetzt ist es nicht passiert. And so, although we say, this is Robert, Das heißt, obgleich wir sagen, das ist Robert, this is an act of selective attention. dann ist das lediglich ein Akt von selektiver Aufmerksamkeit. Because wherever there is Robert, there is location. Denn wo immer Robert ist, ist auch eine Lokalisierung. And that's not a sort of optional extra, like having a side dish of chips. Und das ist kein optionales Extra. Das ist nicht wie wenn man jetzt noch eine Beilage von Chips hat. The environment is part of how we are. Die Umgebung ist ein Teil dessen, wie wir sind. So there is no Robert apart from a setting. Das heißt, es gibt keinen Robert abgesehen von den Umständen. Robert and the setting are inseparable, although the setting changes. There's always some place where Robert is. Robert und die Umstände sind untrennbar und obgleich sich die Umstände natürlich ändern,
gibt es immer irgendwo einen Platz, wo Robert ist. So the mind is not an object, not just because it itself is empty and you can't catch it, but because the very category of object is itself an illusion. Und deswegen ist der Geist eben kein Objekt, nicht nur deswegen, weil es nicht möglich ist, ihn als etwas zu finden, was man ergreifen könnte, sondern auch, weil überhaupt die Vorstellung von einem Objekt selbst eine Illusion ist. Every object is the object plus the context. Jedes Objekt ist sozusagen ein Objekt plus Kontext. We see the bird in the sky. Wir sehen einen Vogel im Himmel. Now, clearly the air is not enough to let us fly by ourselves. Offensichtlich reicht die Luft nicht aus, damit wir rumfliegen können. But the shape of the bird, its wings and so on, allow it to move with these very subtle currents in the air. Aber die Form des Vogels, seine Flügel und so weiter, gestatten dem Vogel, sich mit diesen subtilen Strömungen in der Luft zu bewegen. We don't see the air, Wir sehen die Luft nicht, but without it the bird would not be flying. aber ohne sie würde der Vogel nicht fliegen. So if you establish this very clearly for yourself, it saves a lot of problems. Wenn wir das für uns sehr klar begründen, etablieren können, dann spart uns das eine ganze Menge Probleme. No object without context. Kein Objekt ohne Kontext. Our mind is the great context. Unser Geist ist der große Kontext. No reflection without a mirror. Keine Spiegelung ohne Spiegel. No experience without the mind. Keine Erfahrung ohne den Geist. If you've got experience, you've got your mind. Wenn du eine Erfahrung hast, hast du auch deinen Geist. Look at the experience, and we'll look in a minute how to look at the experience, but if you find the experience, you find the mind. Schau auf die Erfahrung und wir werden gleich genau darüber reden, wie man da schaut. Und wenn du deine Erfahrung gefunden hast, hast du auch deinen Geist gefunden. It's impossible to say what it is like. What the mind is like. Es ist unmöglich zu sagen, wie der Geist ist, Language, because language doesn't touch it. weil die Sprache es nicht anrühren kann. Beyond thought, it's inexpressible. Jenseits von Denken ist er unausdrückbar. It's not touched by any faults or good qualities whatsoever. Er wird nicht berührt durch Fehler oder gute Qualitäten. So, we are used to dealing in qualities and interpretations. Wir sind gewohnt, in Eigenschaften und Interpretationen zu leben. We're trained to make use of these. Und wir sind darin geübt, Gebrauch davon zu machen. Sometimes you might see some artisan who's good at making clay pots or doing special stitching. Manchmal sehen wir vielleicht einen Handwerker, der sehr gut in Töpfern ist oder sehr schöne Stickereiarbeiten macht. Danke. How do they do that? Wie machen die das? Incredible. Unglaublich. It's flowing through them. Es fließt durch sie hindurch. We catch thoughts just like that. Und genauso machen wir es mit den Gedanken. Wir fangen sie so aus der Luft heraus. In the evening you can watch the swallows and the swifts ducking and diving and catching insects in the air. Am Abend kann man die Schwalben sehen, wie sie durch die Luft tauchen und so die Insekten aus der Luft fangen. And we catch thoughts, feelings. Oh, we're so quick. Und genau diese Fertigkeit haben wir mit Gedanken und Gefühlen. Wir sind so schnell. Usually we don't even know that we're catching them. Wir wissen für gewöhnlich nicht mal, dass wir sie fangen. This is the problem. The mind is not catchable. Und das ist das Problem, denn der Geist selbst ist nicht greifbar. The second point is the thought and the mind are inseparable. Der zweite Punkt ist, dass der Gedanke und der Geist untrennbar sind. When you go to find the invisible, uncatchable mind, Wenn wir hinausgehen, um den unsichtbaren, ungreifbaren Geist zu finden, thoughts are there. sind Gedanken da. When your little hand is used to doing this, Wenn unsere kleine Hand sich daran gewöhnt hat zu greifen, you're not going to get the mind, wird man nicht den Geist kriegen. you're going to get a thought. Kriegt man den Gedanken. And that's what we get. Das ist das, was wir bekommen. And this is why meditation is difficult. Das ist der Grund, warum Meditation schwierig ist. You set out to look for the mind,
and you come home with a bag of thoughts. Wir machen uns auf, um nach dem Geist zu schauen und kommen nach Hause mit einem Beutel voller Gedanken. Because you are a professional thought catcher. Denn wir sind professionelle Gedankenfänger. And nobody from the beginning of time has ever caught the mind. Und niemand von Anfang der Zeit an hat jemals den Geist gefangen. You can see this when you meditate. Und das kannst du klar sehen, wenn du meditierst. You see this is what you do. Das ist das, was wir tun, das können wir sehen. Try to open and just be present. Wir versuchen uns zu öffnen, gegenwärtig zu sein. But very soon you find yourself involved with the thoughts, feelings and sensations. Aber sehr bald stellen wir fest, dass wir mit unseren Gedanken, Gefühlen und Empfindungen zu tun haben. This is because we don't know how to look for the mind. Das liegt daran, dass wir nicht wissen, wie wir nach dem Geist schauen. The mind is not an object. Der Geist ist ja kein Objekt. So if you look for it in the manner of looking for an object, you will always find what is not mind. Wenn wir also in der Art und Weise danach schauen, wie wir normalerweise nach einem Objekt suchen, werden wir immer nur etwas, was nicht Geist ist, finden. A crime is committed. Ein Verbrechen wird begangen. Nobody saw the criminal. Niemand hat den Verbrecher gesehen. In the police station they say, round up the usual suspects. In der Polizeistation sagen sie, holt mal jetzt die üblichen Verdächtigen. These are robbers and thieves. Hier sind die Räuber und Diebe. Here is a robbery. Hier ist ein Raubüberfall. Case is solved. Fall gelöst. This is what we do. Und das ist das, was wir machen. So, if you establish that clearly in your mind, it's about relaxing into the openness, as openness, without any hands, without any grasping facility. Wenn wir das also klar in unserem Geist etablieren, dann geht es hier um das sich entspannen in die Offenheit, mit Offenheit und ohne mit irgendwelchen Greiferchen danach zu greifen. It's not touched by any faults or good qualities whatsoever. Es wird nicht berührt durch welche auch immer Fehler oder guten Qualitäten. Again, this simply means there is no handle by which you can take hold of it. Das bedeutet wiederum einfach, dass es da keinen Griff, keine Handel gibt, an dem man das ergreifen könnte. If something has good or bad qualities we like or we don't like it, we can gossip about it and so on. Wenn etwas gute oder schlechte Qualitäten hat, Eigenschaften hat, die wir mögen oder nicht mögen, dann können wir natürlich darüber tratschen und so weiter. Mind's nature is not obscured by any good or bad karmic conditions. Die Natur des Geistes wird durch keine guten oder schlechten karmischen Konditionen und Bedingungen verdunkelt. Karma is the force which influences and in some cases totally determines the forms of manifestation which occur. Karma ist die Kraft, die die Formen der Manifestation, wie sie erscheint, beeinflusst und manchmal auch völlig determiniert. That is to say, the nature of activity determines the pattern of reflections in the mirror. Mit anderen Worten, die Natur der Aktivität beeinflusst oder determiniert die Muster der Erscheinungen im Spiegel. And therefore, for the sake of other people, it's helpful if we can show a beautiful reflection. Und daher ist es wunderbar, wenn wir zum Wohle anderer im Spiegel eine wunderschöne Spiegelung zeigen können. So a kind reflection. Eine gütige Spiegelung. But this reflection is not determining or influencing the nature of the mirror. Aber diese Spiegelung determiniert oder beeinflusst nicht die Natur des Spiegels. It's not stained by all the impurities of reliance on signs. Hier heißt es dann, sie wird auch nicht beschmutzt durch all die Unreinheiten des sich Verlassens auf Zeichen. This has to do with autonomy. Das hat was mit Autonomie zu tun. If you are a parent of teenagers, Wenn man Eltern von Teenagern ist, from time to time they may do something that gets them into trouble. mögen sie von Zeit zu Zeit etwas veranstalten, was ihnen Schwierigkeiten anbringt. The school telephones you or somebody comes to see you and says, oh, your son is doing bad things. Das Telefon ruft an aus der Schule oder jemand kommt vorbei und sagt, oh, dein Sohn macht schlechte Sachen. Oh, go and speak to him. Oh, geh und red mit ihm. No, you are the father. You are responsible. Nee, du bist der Vater, du bist verantwortlich.
Okay, if you think I can be responsible for him, you try being responsible for him. Okay, wenn du denkst, ich kann für ihn verantwortlich sein, dann versuchst du mal für ihn verantwortlich zu sein. This is a fully autonomous squatter living in my house. Es handelt sich hier um einen vollkommen autonomen Hausbesetzer, der in meinem Haus wohnt. So, no, but you are responsible. Nee, aber du bist verantwortlich. This is an example to show that everything that manifests is the energy of the mind. Das ist ein Beispiel dafür, dass alles, was sich manifestiert, die Energie des Geistes ist. The energy of the mind shows the energy of the mind. Die Energie des Geistes zeigt die Energie des Geistes. It doesn't show the nature of the mind itself. Sie zeigt aber nicht die Natur des Geistes selbst. The qualities of the child don't determine the qualities of the parent. Die Qualitäten des Kindes determinieren nicht die Qualitäten der Eltern. Parents have some influence on the way children develop. Eltern haben einen gewissen Einfluss darauf, wie sich die Kinder entwickeln. But the child is not being molded like a clay pot. Aber ein Kind wird ja nicht geformt wie ein Lehmtopf. Very small babies make decisions. Sogar schon sehr kleine Babys machen ihre Entscheidungen. Some babies refuse to suck on the mother's breast. Manche Babys lehnen es ab, an der Brust der Mutter zu saugen. Turn their head away. Drehen ihren Kopf weg und verachten es. Little babies have quite a lot of muscular power. Kleine Babys haben eine Menge Muskelkraft. They have an independence. Sie haben eine Unabhängigkeit. This independence means that they are an energetic movement inside the movement of the whole field. Und diese Unabhängigkeit bedeutet, dass sie selbst eine energetische Bewegung innerhalb des Feldes der Bewegung ist. In the same way, the thoughts and feelings that we have indicate the patterning influences of the thoughts and feelings we have. Und so in der gleichen Weise indizieren die Gefühle und Gedanken, die wir haben, eben die Musterbildung von Gedanken und Gefühlen, die wir haben. But they don't tell us about the mind itself. Aber sie sagen uns nichts über den Geist selbst. If you have a whole sequence of dull, stupid thoughts, Wenn man eine ganze Sequenz von dumpfen und idiotischen Gedanken hat, and then you think, I can't meditate, what's the point? und dann denken wir vielleicht, ich kann nicht meditieren, was ist der Punkt? This is a thought talking about another thought. Dann ist das nur ein Gedanke, der über einen anderen Gedanken spricht. Now, the formulation of the second thought, I can't meditate, indicates that it is the subject, the whole subject who is speaking. Und diese Formulierung des zweiten Gedanken, ich kann nicht meditieren, scheint anzuzeigen, als würde hier über das ganze Subjekt gesprochen werden. But this internal conversation is only possible because there is an illumination of what is occurring. Aber diese interne Konversation ist nur dann möglich, weil es eben eine Beleuchtung dessen, was erscheint, gibt. The illuminator of this is awareness, is Rigpa. Und der Beleuchter davon ist die Bewusstheit selbst, Rigpa. Now, when we see that, we can see that the fact that the content of the thought is dull and heavy Und wenn wir das sehen, dann können wir sehen, dass die Tatsache, dass der Inhalt des Gedankens dumpf und schwer ist, tells us simply about the thought. uns lediglich etwas über diesen Gedanken sagt. It doesn't tell us about the mind. Und es sagt uns nichts über den Geist. Similarly, if you're happy, you might believe, oh, my mind is happy. In der gleichen Weise, wenn wir glücklich sind, könnten wir denken, oh, mein Geist ist glücklich. Mind is not happy, your mood is happy. Aber es ist nicht unser Geist, der glücklich ist, es ist unsere Stimmung, die glücklich ist. The mood is like here in the mountains. Sometimes in the morning you have a mist that fills the valley. Aber die Stimmung ist wie sozusagen der Morgennebel in einem Bergtal. Moods are pervasive in that sense. They fill the space of experience. Diese Stimmungen sind in diesem Sinne durchdringen, indem sie den Raum der Erfahrung füllen. Oh, I'm a happy person. Oh, ich bin eine glückliche Person. But this happiness is an experience. Aber dieses Glücklichsein ist eine Erfahrung, It's not the experiencer. ist nicht der Erfahrende. The mind itself is simply showing. Der Geist selbst ist einfach das Zeigen, das sich zeigen. It has no qualities.
Es hat keine Eigenschaften. So when we identify something about ourselves, Wenn wir also irgendetwas in Bezug auf uns selbst identifizieren, we're describing the patterning of our energy as it manifests in the world. dann beschreiben wir die Musterbildung unserer Energie, wie sie sich in der Welt zeigt, But not the mind itself. aber nicht den Geist selbst. And if we really see this, again, it's very helpful in meditation. Und wenn wir wirklich das sehen können, dann ist es wiederum sehr hilfreich in der Meditation. Because it doesn't really matter what the content of our mind is when we're meditating. Denn es bedeutet nichts, was der Inhalt unseres Geistes ist, wenn wir meditieren. The task is to stay present and open precisely with whatever is occurring. Die Aufgabe hier ist, gegenwärtig und offen sein, präzise mit genau dem, was gerade erscheint. That is to say, this experience is arising in your mind. Dann in Worten, diese Erfahrungen entstehen in unserem Geist. The reflection is in the mirror. Die Spiegelung ist im Spiegel. It's not in judgment of the mirror. Und sie ist kein Urteil über den Spiegel. Nor is the mirror in judgment of the reflection. Noch muss der Spiegel über die Reflexion urteilen. It's a simple hospitality. Es ist eine einfache Gastfreundschaft. This is here, I'm here with what's here. Hier ist hier und ich bin hier mit was immer hier ist. Once you get into evaluation and judgment, saying this is a good thought, this is a bad thought, you create a triangulation. Wann immer wir in eine Auswertung dessen geraten, ob das ein guter oder ein schlechter Gedanke ist, sind wir bereits am Triangulieren. This is a good thought because it makes me feel good, so I want to have more of it. Dann sagen wir, das ist ein guter Gedanke, weil es mich sich gut fühlen lässt und deswegen will ich mehr davon haben. Then it appears that I am made out of good thoughts. Und dann erscheint es so, als wäre ich aus guten Gedanken gemacht. And this is true of the ego, Und das ist natürlich wahr fürs Ego, but it's not true of the mind. aber es ist nicht wahr, was den Geist anbetrifft. So the main focus of our meditation, certainly in the early stages, is to keep separating, but not as a tear, but keep separating the confusion that the quality of the ego is the quality of the mind. Und daher ist die Hauptaufgabe in Meditation ganz sicherlich in ihren anfänglichen Phasen, das getrennt zu halten, natürlich nicht indem wir einen gewaltsamen Riss veranstalten, aber es getrennt zu halten, die Qualitäten des Egos und die Qualitäten des Geistes. So the quality of your awareness needn't be at all determined by the quality of the content of the mind. Denn die Eigenschaften der Erscheinung oder dessen, was erscheint, der Erfahrung, müssen überhaupt nicht von den Qualitäten des Geistes determiniert werden. So if you have a lot of what might be described as negative thoughts, Wenn wir also eine Menge von etwas haben, was man als negative Gedanken bezeichnen könnte, and you might normally think, I need to purify these thoughts before I can open to the Buddha nature. und wir könnten normalerweise dann denken, ich muss all diese Gedanken erstmal bereinigen, bevor ich mich dem Buddha-Feld gegenüber öffnen kann. From the point of view of Dzogchen, that would be a false perception. Vom Standpunkt des Dzogchen wäre das eine falsche Wahrnehmung. The presence of awareness is continuous. Die Gegenwärtigkeit der Bewusstheit ist kontinuierlich. The mind cannot be lost. Der Geist kann nicht verloren gehen. It's always already here. It's not obscured or covered. Sie ist immer schon da und kann nicht bedeckt oder verdunkelt werden. Simply stay present on the point or the moment of experience. Bleibe einfach gegenwärtig auf dem Punkt oder Moment der Erfahrung. Whatever is being experienced. Was immer erfahren wird. So, the door to freedom can be covered in roses or smeared in shit. Die Freiheit oder das Tor zur Freiheit kann sozusagen mit Rosen bedeckt sein oder mit Scheiße beschmiert. That is irrelevant. Und das ist irrelevant. If you stay on that point, then you see. Wenn du an diesem Punkt bleibst, dann wirst du es sehen. My ungraspable mind is the radiant domain within which all experience, subject and object, is arising. Mein ungreifbarer Geist ist die Domäne, in der alles, mein Subjekt und die Objekte erscheinen. None of the names of all the phenomena of samsara and nirvana can be applied to it. Keine von den Namen von all den Phänomenen von Samsara und Nirvana können auf den Geist angewandt werden. That clearly fits with what's already discussed. Und das passt schon zu dem, was wir bereits besprochen haben.
Mind's original nature is free from all the limits of holding to dualities, such as permanent and impermanent, hope and doubt, inhibiting and encouraging, rejecting and accepting, good and bad, large and small, top and bottom, bound and free, happy and sad, and so on. Die ursprüngliche Natur des Geistes ist frei von all den Begrenzungen des Festhaltens an Dualitäten wie beständig und unbeständig, Hoffnung und Zweifel, Hemmen und Ermutigen, Ablehnung und Akzeptieren, gut oder schlecht, groß oder klein, oben oder unten, gebunden oder frei, glücklich oder traurig und so weiter. So again, this is a reminder for meditators. If you establish yourself in a position, das ist wiederum eine Erinnerung an die Meditierenden. Wenn du dich selbst in eine bestimmte Position etablieren with regard to yourself or someone else, in Bezug auf dich selbst oder auf jemand anderen, you are merely moving in the pulsation of the polarities established by dualism. dann bewegst du dich lediglich in der Pulsierung von Polaritäten, die durch den Dualismus begründet werden. My former boyfriend's a real bastard. Mein früherer Freund ist wirklich ein Bastard. This is a thought. Das ist ein Gedanke. If it becomes a truth, Wenn das zur Wahrheit wird, you've come to a conclusion, dann kommen wir zu einer Schlussfolgerung, but of course it's not true. aber es ist sicherlich nicht wahr. His new girlfriend thinks he's gorgeous. Seine neue Freundin denkt, er ist süß. It's like that. So ist es. But I feel this. Aber ich fühle es doch. It's just a feeling. Das ist einfach nur ein Gefühl. Who is the experiencer of the feeling? Wer aber ist der Erfahrer dieses Gefühls? So when the thought arises, he's a bastard. Wenn also dieser Gedanke steht, er ist ein Bastard, And you can feel the energy of making more and more associations around this. und wir fühlen, wie mehr und mehr Energie in die Assoziation drumherum geht, Just stay present with that thought, bleibe gegenwärtig in diesem Gedanken, not merging into it, verschmelze nicht mit ihm, not trying to push it away, versuche ihn auch nicht wegzudrängen, not building it up, not pulling it down. baue ihn nicht aus, versuche ihn nicht niederzureißen. And in that way you don't enter into any relative position towards the thought. In dieser Weise betrittst du keine relative Positionierung gegenüber dem Gedanken. You're not saying it's true or it's false. Du sagst nicht, er ist wahr oder er ist falsch. And the thought is there and then dissolves. Dann ist der Gedanke da und dann löst er sich auf. And because you are there exactly on the point of the dissolving of the thought, Und da du da bist, exakt an dem Punkt, an dem er sich auflöst, you are in the ideal place to see the emptiness of the ground from which the thought is arising. bist du in dem idealen Platz zu sehen, dass der Grund, aus dem der Gedanke sich gebildet hat, leer ist. Whereas if you stand in relation to the thought and enter into another commentary on the thought, Währenddessen, wenn du in eine Beziehung zum Gedanken trittst und in einen Kommentar eintrittst über den Gedanken, then as that thought is vanishing, you're already giving yourself to the next thought. dann wird, während dieser eine Gedanke verschwindet, wirst du bereits den nächsten produzieren. And so it appears that there is no gap between thoughts. Und dann scheint es so, als gäbe es zwischen Gedanken eine Lücke. And again, he says, mind's original nature was not made by anyone. Dann heißt es hier weiter, die ursprüngliche Natur des Geistes wurde von niemandem gemacht. The mind is not made by any God. Der Geist wird von keinem Gott hergestellt. It was never made. Er war niemals gemacht. It's not a thing, it's not a product or a construct. Es ist kein Ding, es ist kein Produkt, kein Konstrukt. It cannot be ascribed any size or dimension. Ihm kann man keine Größe oder Dimension zuschreiben. That is to say, it can't be defined in any way. Mit anderen Worten, er kann in keiner Weise definiert werden. Moreover, and this is a very important point, it's free of all partiality. Und mehr noch, und das ist ein wichtiger Punkt, er ist frei von jeder Parteilichkeit. It has no bias, no Ja. tendency. Er hat keine Neigung, keine Tendenz. So, traditionally, at this point, you might say it's like a ball. Traditionell würde man an diesem Punkt sagen, er ist wie eine Sphäre, ein Ball. A ball has no handle on it. Ein Ball hat keinen Griff geheftet. If the ball was made of
a polished, simple stone Wenn der Ball aus einem einfachen polierten that had no differentiation in its color, Moment, Das ist kein Ball, ist eine Schüssel. Ball or Bowl? ball, Ja. Ball, Ball. ball, Ball? Ja. Cinderella, you can go to the ball, Als Aschenputtel kannst du zum Ball gehen. but that's a different one. Das ist eine andere Geschichte. So, a ball has no differentiation. Ein Ball, der aus einem einfachen Stein poliert wird, hat keine Unterscheidungen. If you place it up and you think that is the top, Wenn du es auf den Boden legst und denkst, das ist hier oben, and then you flick it along the floor, und dann rollst du ihn, how would you know what the top was? wo wirst du das obere wiederfinden? The top is contextual. Das obere ist immer kontextbedingt. It hasn't got a top or a bottom. It's just a ball. Der Ball hat kein oben oder unten, es ist einfach ein Equal Ball. equal in all directions. Es ist gleich in allen Richtungen. So it's got no tilt or angle or edge. Er hat keine Neigung, keinen Winkel oder keine Ecke. So in saying that the mind is like a ball, Indem wir also sagen, dass der Geist wie eine Kugel ist, there's no protrusion, there's no gesture in any direction. da gibt es kein Hinausragen, keine Geste in irgendeine bestimmte Richtung. Impartial. Ein unparteiliches. Right, now we bring this into the meditation. Wenn wir das in die Meditation bringen, Look at all the judgment that goes on in our mind. dann schau die ganzen Urteile an, die in deinem Geist vor sich gehen. As soon as you recognize that you're in the process of judgment, Sobald du erkennst, dass du im Prozess des Urteilens bist of attributing value, oder im Prozess Werte zuzuordnen, this is a sign you're getting lost. da ist es immer ein Zeichen, dass du gerade dabei bist, verloren zu gehen. Because we want to find ourselves as the openness of the mind. Denn wir wollen uns selbst als die Offenheit des Geistes wiederfinden. The openness of the mind is here. Die Offenheit des Geistes ist hier. There are no armed guards blocking us getting through. Es gibt keine bewaffneten Wachen, die uns sozusagen am Durchgehen hindern. The door is open. The invitation is open. Die Tür ist offen, es steht eine offene Einladung aus. What gets in the way of resting in this openness Was uns im Wege steht, in dieser Offenheit zu ruhen, is that we give ourselves something to do, ist, dass wir uns selbst Arbeit verschaffen. which is evaluation. Und das ist das Auswerten. I like, I don't like. Ich mag nicht. Some strange thought arises in your mind. Irgendein komischer Gedanke kommt im Geist auf. I don't want it in my mind. Was ist das mit meinem Geist, was er da tut? What does it mean that I'm thinking about this person? Was bedeutet das, dass ich über diesen Menschen gerade denke? Immediately you have to see, this is a thought about a thought. Unmittelbar müssen wir erkennen, dass das ein Gedanke über einen Gedanken ist. And this dialogic relational structure is the ego. Und diese dialogische, relationelle Struktur ist das Ego. And you're not, the ego doesn't get enlightened. Und das Ego mag nicht gerne erleuchtet werden. In the story of Aschenputtel, the ego is not Cinderella. Und in dieser Geschichte von Aschenputtel ist das Ego eben nicht das Aschenputtel. The ego is the little sisters. Das Ego sind die hässlichen Schwestern. And remember when the prince comes round with the shoe, Und erinnert euch daran, wenn der Prinz dann mit dem Schuh kommt, one of the sisters grabs a knife and starts to cut off her toe. fängt eine der Schwestern sich mit einem Messer einen Zeh abzuschneiden. Because she's so determined that her foot should fit in the shoe. Und sie ist so entschlossen, dass ihr Fuß in den Schuh passen sollte. But it doesn't fit. Aber er passt nicht. Only Cinderella's foot fits. Nur Cinderella, also Aschenputtels Fuß passt rein. Only your mind itself can be your mind itself. Nur unser Geist selbst kann unser Geist selbst sein. Your ego, beautiful for some purposes, is an ugly sister in relation to Rigpa. Unser Ego, so schön es für manche Zwecke zu erscheinen mag, ist es im Vergleich mit Rigpa die hässliche Schwester. Which is why effort doesn't work.
Und das ist der Grund, warum Anstrengung nicht funktioniert. This is the unique mark of Dzogchen in relation to all the other Dharma methods. Das ist die einzigartige Marke des Dzogchen gegenüber allen anderen Dharma-Methoden. There is no effort which will make you see the nature of your mind. Keine Anstrengung, diese Welt wird uns die Natur unseres Geistes sehen lassen. The nature of the mind is seen by being present. Die Natur des Geistes wird gesehen, indem man gegenwärtig ist. Presence is not alert attention, which is a faculty of the ego. Und Gegenwärtigkeit ist keine wachsame Beachtung, die eine Fähigkeit des Egos ist. It's not mindfulness, which is a faculty of the ego. Es ist nicht Achtsamkeit, die wiederum eine Fähigkeit des Egos ist. The mind sees itself by being itself. Der Geist sieht sich selbst, indem er selbst ist. It's not a cognitive awakening, it's an ontological awakening. Es ist kein kognitives Aufwachen, das ist ein ontologisches Aufwachen. But it's not ontological in the sense of being something, Aber nicht in dem Sinne ontologisch als etwas zu sein. being something per se, but it's being as open presence. Sondern also nicht als etwas sein, sondern als Sein, als Gegenwärtigkeit. So, no partiality means not believing that any form which arises in the mind is a better vehicle than any other. Und nicht parteilich zu sein, heißt nicht zu glauben, dass irgendeine Form, die im Geiste entstehen kann, besser als Vehikel ist denn irgendeine andere. Ashinaputra was very sad. Ashinaputra war sehr traurig. The whole family had gone to the ball and she was left alone in the house. Die ganze Familie ist zum Ball gegangen und sie wurde alleine rausgelassen. She knew that she should go because, as all women are, she was slightly narcissistic. Sie wusste, dass sie auch gehen sollte, denn wie alle Frauen war auch sie ein bisschen narzisstisch. And a little bit self-pitying, because that's also not uncommon. Und auch ein bisschen selbstbemitleidend, denn auch das ist nicht so ungewöhnlich. Her tears dropped into the ashes. Und ihre Tränen flossen in die Asche. Poor me. Oh, ich arme. And then along came the fairy godmother. Und dann kam aber die Hauptfee Serving woman, have you a pumpkin? und sagte, Dienstmagd, nimm deinen Kürbis. Everybody wants me to find something, do something. Jeder will mich finden, jeder will, dass ich irgendwas finde, irgendwas tue. This is the proof that you can marry a prince even though you're a little bit of an upstart. Das ist der Beweis, dass man einen Prinzen heiraten kann, auch dann, wenn man so ein bisschen Spätzünder ist. Anyway, she brings the pumpkin Wie auch immer, sie bringt den Kürbis and it becomes a coach. und dann wird das zu einer Kutsche. And it takes her to the palace. Und diese Kutsche bringt sie zum Palast. When a bad thought arises in your mind, Wenn also ein schlechter Gedanke in unserem Geist aufkommt and you think it's just a pumpkin, und du denkst, das ist nur ein Kürbis, just stay close to your pumpkin bleibe nah an deinem Kürbis and it will take you where you have to go. und es wird dich dahin bringen, wo du zu gehen hast. So, it is beyond being something that can be indicated by saying it is this. Es befindet sich jenseits von etwas, was angezeigt werden kann, indem man sagt, es ist dies. Again, language cannot touch it. Also um es nochmal zu sagen, Sprache kann es nicht berühren. Whatever you say about it will fade. Was immer du darüber sagen kannst, wird verblassen. So when you sit in the meditation and you're trying to get a sense of how your mind is, Wenn du also in Meditation sitzt und versuchst, ein Empfinden dafür zu haben, wie dein Geist ist, and you come to a conclusion, und du kommst zu einer Schlussfolgerung, which is formulated as a thought, die ja als ein Gedanke formuliert ist, don't grasp onto it, greife nicht danach, don't reject it, lehne sie auch nicht ab, just stay with it and see what happens. bleibe damit und siehe, was passiert. It vanishes. Es wird verschwinden. All mental phenomena are impermanent. Alle mentalen Phänomene sind unbeständig. But even if you stay
with the false descriptor, that is to say, the descriptor that doesn't actually describe the mind itself, Selbst wenn man mit den falschen Beschreibungen verweilt, also mit einer Beschreibung, die nicht wirklich ausdrückt, was der Geist ist, by staying with it, in that moment that it dissolves, there is the mind itself. indem wir damit bleiben, in dem Moment, wo sich der Geist wo sich der Gedanke auflöst, sind wir sozusagen bei dem Geist selbst. From the very beginning, the mind has been perfectly pure and abides in great equanimity towards everything within samsara and nirvana. Von jeglichem Anfang an war der Geist vollkommen rein und verweilt in großer Unparteilichkeit oder in großem Gleichmut gegenüber allen in Samsara und Nirvana. Nothing can help the mind improve, nothing makes it better, nothing can spoil the mind or make it worse. Nichts kann dem Geist helfen oder ihn verbessern und nichts kann den Geist verderben oder ihn schlechter machen. Therefore, it has no anxiety about what is occurring. Daher hat der Geist keine Angst davor, was erscheint. It's not looking for something and it's not fearing anything. Er schaut nach nichts aus und fürchtet sich auch vor nichts. And so it has the great impartiality. Und dann hat er dadurch den großen Gleichmut. In the Dzogchen text it says, if you go up to heaven, you go to heaven. If you go down to hell, go to hell. In Dzogchen-Texten heißt es, wenn du in den Himmel aufsteigst, gehst du in den Himmel. Wenn du in die Hölle gehst, gehst du in die Hölle. If people like you, they like you. If they don't like you, they don't like you. Wenn Leute dich mögen, dann mögen sie dich. Wenn sie dich nicht mögen, dann mögen sie dich eben nicht. If somebody likes you, this is because you have kindly provided a little hook that they can put their projection on. Wenn jemand dich mag, dann liegt es nur daran, dass du gütigerweise eine Öse bereitet hast, in die sie die Haken ihre Projektion hineintun können. The mind itself, like this ball, has no edge or hook. It is neither likable nor unlikable. It's not a thing. Der Geist selbst, als dieser Ball, hat weder Ecken noch Haken und ist weder liebenswert noch unliebenswert. When people like us and we go up and we feel good, Wenn Leute uns mögen und wir da wie ein Ballon hochsteigen und uns gut fühlen, it's just that the world is breathing into the balloon of our ego. dann heißt es, dass die Welt lediglich in diesen Ballon unseres Egos hineinbläst. And when somebody hates us or insults us, the breath comes out and the balloon deflates. Und wenn uns jemand hasst oder nicht mag, dann kommt die Luft wieder raus und der Ballon schrumpft. A balloon and a ball are not the same. Aber ein Ballon und eine Kugel ist nicht dasselbe. So what he's saying here is these are essential points. If you keep them in your mind, when you're sitting in the meditation, you start to be able to see the many wrong roads that you can go down. Und das ist ein essentieller Punkt, wenn man also in der Meditation sieht und all diese Dinge präsent hat, dann kann man all die falschen Abzweigungen und Wege sehen, die man betreten könnte. These are not abstract ideas. Und das sind keine abstrakten Ideen, They are the expression of the lived experience of the great yoginis, the great female meditators in Tibet and so on. sie sind der Ausdruck gelebter Erfahrung der großen Yoginis, der großen meditierenden Frauen und so weiter in Tibet. It arises from lived experience. Und sie entstehen aus dieser gelebten Erfahrung. If you don't want to get lost, be careful. Wenn du nicht auf Abwege geraten willst, sei vorsichtig. When you have a tendency to grasp at something, this grasper will lead you astray. Wenn du die Tendenz hast, nach etwas zu greifen, wird dich dieser Greifende auf Abwege bringen. This impulse, this sense of I need or I want, Dieser Impuls, dieses, was da sagt, ich brauche, ich möchte, it's just like a little whirlwind that shoots across the valley. ist nichts anderes wie eine kleine Windhose, die entlang des Tals fegt. It has energy but no substance. Sie hat Energie, aber keine Substanz. After a short period of time, the energy dissolves. Nach einer gewissen Zeit löst sich die Energie auf. But if you give in to the impulse, it takes you on a journey. Aber wenn du in diesen Impuls hinein dich begibst, dann wird sie dich mitreißen. So, allowing everything to be as it is, Indem wir also allem erlauben, so zu sein, wie es ist, and now allowing our lives to be as they are. und unserem Leben erlauben, so zu sein, wie es ist. If you don't have a job and you're
poor and you worry about money, Wenn du keinen Job hast und arm bist und dir Sorgen über Geld machst, and you have a good job and you earn a lot of money, but you worry about not having time, oder du hast einen guten Job und du hast eine Menge Geld, aber du machst dir Sorgen, weil du keine Zeit hast. whatever your situation, be with how it is. Was immer deine Situation ist, sei mit dem, wie es ist. Not going into further judgment and evaluation, not making fantasy plans about what you may or may not do. Geh nicht in Urteile und Fantasievorstellungen, entwickle nicht Pläne für was es denn werden könnte. Because the actual problems of life can usually be solved very quickly. Denn die tatsächlichen Lebensprobleme können sehr schnell gelöst werden. What shall I do? Was soll ich machen? Well, you don't have 1,000 options. Du hast ja nicht wirklich tausende Optionen. Most of the time you have 3 options. Meistens hast du vielleicht 3. You go, or you stay, or you wobble. Du kannst gehen, du kannst bleiben oder du kannst rumwackeln. So, you make your decision, Du machst deine Entscheidung and then you keep thinking. und dann denkst du weiter. That's the dangerous thing. Das ist das Gefährliche. Whatever you decide will be interrupted by life's events anyway. Was immer du entschieden hast, wird sowieso durch die Ereignisse des Lebens unterbrochen werden. Worry is the danger, because worry is the endlessly reforming patterning driven by anxiety. Dass sich Sorgen machen ist die Gefahr, denn dass sich Sorgen ist sozusagen das endlose Reformieren von den Mustern von Angst. And there is no end to worry. Und Sorgen haben kein natürliches Ende. There's always some more thoughts you can have about the thing you're worrying about. Es gibt immer ein paar Gedanken extra, die man haben kann zu den Dingen, über die man sich Sorgen macht. In the Tibetan tradition, they often say that the first thought is the best thought, In der tibetischen Tradition sagt man oft, der erste Gedanke ist der beste Gedanke. because it expresses the intuitive response to the situation. Denn er drückt die intuitive Antwort auf die Situation But then aus. then you have your doubts and your hesitations, Dann aber kommen die Zweifel und die Zögerlichkeiten rein. and then you're in the process of wrapping more and more thoughts around. Und dann ist man in dem Prozess, mehr und mehr Gedanken drumherum zu wickeln. So, keeping equanimity and keeping calm and open, whatever happens, is very important. Daher ist es sehr wichtig, diese Gleichmut und diese Unparteilichkeit über allem, was erscheint, sehr wichtig. Those who see that their mind is like this have the ground or basis of Buddhahood. Jene, die sehen, dass der Geist so ist, haben den Grund der Buddhaschaft. Those who do not see this have the ground of being sentient beings. Jene, die das nicht sehen, haben den Grund der fühlenden Wesen. Therefore, it is called the ground of all. Daher wird es als der Grund von allem bezeichnet. In the tradition, they say that there is one ground and 2 paths. Traditionell sagt man, es gibt einen Grund und 2 Pfade. The one ground is what he has just described in some detail. Und der eine Grund ist das, was hier in einigem Detail beschrieben worden ist. The open ungraspability of the mind, which is the source of all experience. Die offene Ungreifbarkeit des Geistes, welche die Quelle von aller Erfahrung ist. And if you see it in the sense of if you become it, if you relax into it, if you taste it, Und wenn man es sehen kann, in dem Sinne, dass man sozusagen da hineinlebt, es wird und auch schmeckt, this itself is awakening or Buddhahood. dann ist das Erwachen oder die Buddhaschaft. But if you try to find it by relying on thoughts, Wenn man aber versucht, es zu finden, indem man sich auf Gedanken stützt, although all the thoughts you are relying on are inseparable from this open ground nature, obwohl all die Gedanken, auf die wir uns stützen, untrennbar sind von dieser Grundnatur, because you take them as forms which are existing in themselves, weil wir sie als Formen nehmen, die aus sich selbst heraus existieren, they lead you away from that which they are inseparable from. bringen sie uns fort von dem, wovon sie untrennbar sind. That's the key point. Das ist der Schlüsselpunkt. When you get caught up in a thought, you don't go anywhere. Wenn du in einen Gedanken verwickelt bist, gehst du nirgendwo hin. The experience is revealed inside the clarity of the mind. Die Erfahrung wird innerhalb der Klarheit des Geistes enthüllt. But if you get caught up in the semantic content of the thought, the intoxication with the seeming meaning of the thought
hides its own ground, its own nature. Wenn du aber in den semantischen Inhalt des Gedankens gefangen wirst, dann ist die Berauschung an diese Bedeutung dasjenige, das eben die Grundnatur, aus der der Gedanke hervorgegangen ist, zudeckt. This is, in terms of the practice, this understanding is very important. Im Sinne der Praxis ist dieses Verstehen sehr wichtig. It's worth reading this again and again. Es ist wert, es immer wieder zu lesen. And it's difficult to follow precisely on a hot afternoon, Es ist schwierig, dem natürlich in einem heißen Nachmittag zu folgen, but hopefully it's worth it. aber hoffentlich ist es wert. And now we take a break for half an hour. Und jetzt machen wir eine halbe Stunde Pause.